Bon dia, heute von Menorca, der Insel mit den 7 Leuchttürmen und einem Rundweg von 180 Kilometern. Für Mensch und Tier. Eine Insel mit einer eigenen Pferderasse, die Menorquiner. Mutig, intelligent und nervenstark. Hier gibt's was zu entdecken. Und zwar bei Tag und bei Nacht. Natürlich ist es hier wunderschön. Diese Insel ist voll mit Überraschungen. In der Mitte thront der höchste Berg, der Monte Toro. Die Hauptstadt Mahón im Osten und das schöne Ciutadella im Westen könnten kaum unterschiedlicher sein. Und rund um die Insel führt einer der spektakulärsten Wanderwege Europas. Es gibt traumhafte versteckte Buchten wie die Cala Mitiana und ein riesiges Naturschutzgebiet im Nordosten, die Albufera des Grau. Also los, ich bin reif für diese Insel. Mal ehrlich, sieht das aus wie Hochsaison? Eher nicht, oder? Es ist jedenfalls nicht so voll, wie ich befürchtet habe. Der Weg vom Parkplatz zu den schönsten Stränden kann aber auch mal 20, 30 Minuten dauern. Das stört hier aber niemanden. Es ist quasi das Motto der Insel. Poc à poc, Schritt für Schritt. Heißt aber auch immer schön gemütlich. Ich bin gerade auf dem Abendspaziergang auf dem Camí de Cavals zur Cala Pregunda, einem der Traumstrände im Norden. Hunderttausend Menschen leben auf Menorca. Die ganze Insel ist ein UNESCO-Biosphärenreservat. Umweltschutz wird hier schon seit Generationen großgeschrieben. Wir beginnen unsere Rundreise am Punta Nati, einem der 7 Leuchttürme der Insel. Ich habe mir vorgenommen, die alle zu besuchen. Dann geht's ins stolze Ciutadella, der Stadt mit der adligen Vergangenheit. Direkt daneben liegt Pedreres del Hostal, ein Steinbruch wie kein anderer. Und am Abend schaffe ich es dann hoffentlich noch zur größten Höhle der Insel, in die Cova des Colobs. Nordwind, Kalkstein, der Nordwesten der Insel ist rau. Der Leuchtturm am Punta Nati. Einen habe ich also schon. Hier bin ich verabredet mit einem menorquinischen Urgestein. Entschuldigung, mit einem deutsch-menorquinischen Urgestein. Ralf Freiheit hat hier sein Lebensglück gefunden, vor über 40 Jahren. Hat erst mal ein Jahr am Strand gelebt und ist dann nie wieder weggegangen. Ralf. André. Um genau zu sein, Ralf Freiheit. Passt aber auch perfekt. Oder so diesen Moment, wenn man hier steht. Ja, und dann diese endlose Weite, ne? Ja, nichts, total. Was die Freiheit eingrenzt. Das ist das Faszinierende. Das lädt ein, über das Leben zu philosophieren. Dann wird man sich plötzlich der unendlichen Weite bewusst oder wie die Welt skaliert sein kann, dass diese kleinste Insel Menorca vielleicht sogar eine der landschaftlich vielfältigsten sein können. Und da entfaltet sie sich regelrecht vor dem Auge des neugierigen Besuchers. Ja.
sei mein Auge und zeig mir noch mehr. Ja, vamos aquí. Ralf erzählt mir, dass die Menorquiner eigentlich gar keinen Leuchtturm hier hinbauen wollten. Aber als 1913 ein französisches Schiff mit 156 Passagieren an Bord an dem Felsen zerschellte, war klar, vor diesen Klippen muss gewarnt werden. Eine karge Landschaft. Die einzigen Gebäude, jahrhundertealte Unterstände fürs Vieh. Schutz vor der heißen Sommersonne. Ciutadella hat einen kleinen Naturhafen. Und auch hier soll es einen Leuchtturm geben. Das wäre dann mein zweiter. Und was sagst du? Klein, aber schön. Genau. Der muss ja nicht weit zeigen. Der muss nur sagen, hier ist der Hafen, hier geht's rein. Der eigene Hafen war über Jahrhunderte ein großes Plus für Ciutadella. Damals, als es noch keine Ozeanriesen gab. Über 1700 Jahre war Ciutadella die Hauptstadt der Insel. Bis im 18. Jahrhundert die Briten die Insel einnahmen und Mahon im Osten von Menorca zur Hauptstadt machten. Dazu später mehr. Aber der Charme von Ciutadella ist geblieben. Das geht schon, ne? Sehr schön. La vieja calle donde le codijo tuya subida. Okay, you're welcome. Yo eso querer. Okay. Wow. What a view. Beautiful. Que con indiferencia hoy me ven volver. Ja, und hier geht's dann rein in die Stadt, ne? So richtig ins Zentrum. Hier ist überall schön, oder? Aber Ciutadella, richtig ausgesprochen? Das Städtchen, Ciutadella. Ja, ist schon besonders schön. Ciutadella, ja. Das war lange die Hauptstadt. Hier war die Macht. Siehst ja die Pracht der ganzen Paläste. Da war ein Baron, ein Herzog noch drin. Also hier war richtig die Macht konzentriert. Ciutadella wirkt größer als eine Kleinstadt. Es gibt ein traditionsreiches Theater, es gibt unglaublich viele kleine Kneipen und Restaurants. Und Ciutadella hat historischen Charme. Wir wohnen direkt in der Inselmitte. Und einmal im Jahr machen wir unseren Streit, welche Stadt ist schöner. Und meine Frau sagt, wenn dann Ciutadella, und ich sage, wenn dann nur Mahon. Ja? Ja, weil es sieht nicht nur anders aus, die Leute ticken anders. Also Ciutadella ist immer die Hauptstadt gewesen, wenn es darum ging, dass die Balearen zusammengehörten. Und als die Engländer im 18. Jahrhundert hier waren, hatten die daran gar kein Interesse. Die wollten nur den Hafen von Mahon. Da konnten sie ihre Flotte unterbringen und deswegen haben sie dann alles nach Mahon, die Verwaltung, verlegt. Und seitdem schmollt Ciutadella. Eine Stadt, die schmollt. Die Altstadt ist ein kleines Labyrinth. Wahrscheinlich, damit sich die Mahon-Freunde hier verlaufen. So, komm, lass uns mal hier rechts gehen. Ne? Ich liebe die Kühle in diesen Gassen. Ne? Das ist so. Fast alle Wege in dieser Altstadt führen zum Dom. Wow. Das ist die Kathedrale. Die Kathedrale von Ciutadella. Katalanische Gotik. %90 der Menorquinerinnen und Menorquiner sind Katholiken. Und die katholischen Traditionen und Feste prägen die Insel bis heute stark. Die
Die Kirche war allerdings nicht das erste Gotteshaus hier. Spuren des Minaretts einer Moschee sind noch zu sehen, die hier vor der Kirche an dieser Stelle gestanden hatte. An dieser Stelle ein Tipp. Wenn das Tor geöffnet ist, gehen Sie unbedingt in den kleinen Garten, der links neben dem Haupteingang der Kirche liegt. Ein wunderbarer Ort. Zum Schauen, Entspannen und Schlafen. Es gibt einen Stein, der Menorca prägt. Marès, ein heller Kalkstein, mit dem die Menschen hier seit Jahrtausenden bauen. Die Kathedrale von Ciutadella, genau wie einfache Häuser der Menschen außerhalb der Stadt. Es gibt natürlich auch heute noch aktive Steinbrüche auf Menorca. Aber dieser hier, Paredes de Hostal, ist inzwischen zu etwas ganz Besonderem geworden. Hier finden sogar Konzerte statt. Und manche Besucher kommen auch einfach, um zu staunen über diesen besonderen Ort hier. Gearbeitet wird mit dem Marès, dem Stein, auch heute noch. Es hat was Meditatives, oder? Es ist ein magischer Ort. Ja, wirklich toll. Danke. Danke. Hier arbeiten nicht nur Profis, im Sommer finden regelmäßig Workshops statt. Auch Anfänger sind willkommen. Ich würde sie auch gern mal probieren, aber keine Zeit. Von wegen Pock a Pock. Es geht bergab in den Steinbruch hinein und hier beginnt das eigentliche Abenteuer. Das Areal ist nämlich riesig und die Unübersichtlichkeit ist sogar beabsichtigt. Und kaum einer kann einem helfen. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo es lang geht? Entschuldigung. Ich müsste ungefähr hier so hin. Da. Ne? Da lang? Ah ja. Dankeschön. Danke. Zum mittelalterlichen Garten, da möchte ich hin. Das hier ist einer der ältesten Teile des Steinbruchs. Hier wurde der Marès noch von Hand aus dem Fels gehauen. Nach Beendigung der Arbeit blieben surreale Räume zurück, die ein Verein seit 1995 in Gartenlandschaften verwandelt.
Ich bin hierher in den Urlaub gekommen, für ein Wochenende. Dabei habe ich diese Insel der Steine für mich entdeckt, Menorca. Aber der eigentliche Grund, warum ich geblieben bin, sind die Steinbrüche. Als der Steinbruch 10 Jahre später mit Schutt vollgestopft war, habe ich Litica gegründet, um diesen Ort zu retten. Da gab es jede Menge Geröll, jede Menge Höhlen, ein richtiges Felsenlabyrinth. Mein Antrieb war, das alles freizulegen, um so die ganze Kraft dieses Ortes zeigen zu können. Ich glaube, dass wir hier mit Litica das Herz von Menorca berühren. Letitias Verein kümmert sich nicht nur um diesen Steinbruch, aber Pedres de Hostal ist der größte und beeindruckendste auf der Insel. Das Labyrinth liegt kurz vorm Ausgang. Da komme ich gleich auch noch hin. Ich bin jetzt im neuen Teil der Anlage. Hier wurde noch bis 1994 Stein abgebaut, mit Hilfe von Maschinen. Geblieben sind riesige Löcher in Quaderform und die Schnittkanten der Fräsen im Fels. Was für eine Bühne. Das Beste kommt zum Schluss. Und jetzt ab ins Labyrinth. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Schwören können, hier war ich schon. Also sieht doch alles gleich aus, bis auf die Mitte. Da gibt es eine Plattform und da möchte ich hin. Da. Ich bin mit Ralf Freiheit im Süden Menorcas unterwegs, in der Nähe von Es Migjorn-Gan. So, hier geht's rein jetzt. Der Einstieg sozusagen. Ja, jetzt wird's schön. Und diese typischen Tore, ne? Ja. Die sieht man überall. Und du kennst ja das, ne? Gatter auf, Gatter zu. Das ist die Regel. Der Süden von Menorca ist von Barrancos durchzogen, also Schluchten, die selbst im Hochsommer noch Schatten bieten und in denen es immer grün ist. Wir sind im Barranc de Beningaos unterwegs. Der Weg führt bis zum Strand, aber vorher werden wir hoffentlich noch die mit Abstand größte Höhle der Insel finden. Wow. Das sieht stark aus. Ja. Muss man mal wirken lassen, oder? So, wenn man sich das so anguckt. Wie heißt die Höhle? Offiziell heißt sie Cova dels Coloms. Das heißt Taubenhöhle, weil hier Tauben ist. Aber die Einheimischen nennen sie die Kathedrale. Kathedrale beschreibt die Größe der Cova de Coloms ganz gut. Die Hülle ist 110 Meter lang und 27 Meter hoch. Und hier sind vor 3000 Jahren schon Menschen beerdigt worden.
das aufmacht, macht es auch wieder zu. Ich mach zu. Ja. Jetzt sind wir wieder auf dem Rundweg Camí de Cabals und in einer halben Stunde endlich am Strand an der Playa Beningaus. Mal ehrlich, ich bin jetzt schon 1,5 Tage auf Menorca unterwegs. Das ist mein zweiter Traumstrand und ich war immer noch nicht baden. Das ändern wir aber jetzt. Wassertemperatur 25 Grad. Ich komme. Glasklares Wasser und die letzten Sonnenstrahlen für heute. So muss ein Tag am Meer zu Ende gehen. Wir sind an der Südküste Menorcas und machen uns jetzt mal auf die Suche nach dem nächsten Leuchtturm. Der Leuchtturm am Cap d'Atrutx, mein dritter an der Südwestspitze von Menorca. Wenn man ganz genau hinguckt, dann kann man ganz hinten im Dunst Mallorca sehen. Nur, wen es interessiert. Unser Abenteuer für heute? Im Touristen-Hotspot Cala en Porter paddeln wir raus aufs Meer und besuchen am Abend eine Höhlendisco. In San Luis treffen wir den Weltmeister in einer menorquinischen Sportart und im Torre de Galmes reisen wir ein paar Jahrtausende zurück in die Vergangenheit. Wer hier Urlaub macht, merkt ziemlich schnell den Unterschied zu anderen Ferieninseln. Es gibt viel Natur und wenig Bausünden. Das wird besonders deutlich, wenn man die Haupttouristenziele besucht, wie Cala en Porter. Auch dieser Ort hier ist noch relativ charmant, besonders im Vergleich zu touristischen Hotspots auf anderen Mittelmeerinseln. Es hat eben auch Vorteile, wenn man lange unterm Radar war und eine starke Naturschutzlobby hat. Darf ich vorstellen? Cala Porter. Für Menorca relativ ungewöhnlich. Der seicht abfallende Strand liegt direkt unterhalb des Ortes. Man kann in 5 Minuten am Wasser sein. Das ist auch der Hauptgrund, warum es hier voller ist als an anderen Stränden. Und das ist auch der Grund, warum es hier jede Menge Wassersportangebote gibt. Bon dia, David. Bon dia, André. Hallo. Hallo, du sprichst Deutsch. Ja, ich kann ein bisschen Deutsch. Ein bisschen ist gut. Genau. Und das ist echt selten hier auf Menorca. Tatsächlich schon. Die Leute hier sind eher mehr für Franzosen und Italiener vorbereitet hier auf der Insel. Deutsche, Österreicher allgemein kommen echt sehr, sehr selten hierher. Nicht so wie Mallorca. Nicht so wie Mallorca, nicht so wie gegenüber, richtig. Aber schwer. Alles klar, André. Das ist für dich. Ja? Okay? Ja. Du hältst den Paddel so quasi in 90 Grad mit dem Armen, 90 Grad mit dem Ellbogen Ja. und dann gehst du runter, okay? Und dann einfach Wasser treiben, nicht graben, okay? Ja. 1, Rechts, links und Rechts. weg. Jo, super.
Gut. Läuft. Links und rechts. 1 und 2. 1. Boah. 1. So, das da oben links ist die Cova d'Enceroi. Ah ja, da oben. Genau. Es gibt viele Geschichten zu dieser Höhle. Es wurde von Piraten benutzt, in den 60ern durch Hippies und mittlerweile ist das berühmteste Club der Insel. Wir fahren hier geradeaus. Ah, da. Da in die Höhle rein, genau. Daniel will mit mir in die Cova de la Lum fahren, also in die Höhle des Lichts. Die Wellen sind nicht ohne und der Höhleneingang scheint mir relativ eng zu sein. Boah. Wow. Das ist wie beleuchtet, ne? Schön, oder? Das ist echt toll. Das Licht hierher, ne? Wow. Normalerweise würde man dadurch auch kommen, aber mit diesem Wellengang unmöglich. Also diese Höhle trägt ihren Namen auf jeden Fall zurecht. Rechts, links, rechts. Der Name der Insel Menorca bedeutet auf Katalan die kleinere, natürlich in Bezug zur Schwesterinsel Mallorca, die größere. Es gibt aber mindestens eine Kategorie, bei der die kleinere die größere schlägt, bei der Historie. Es gibt auf Menorca 1600 Fundstellen von menschlichem Leben bis hin in die Zeit 3000 Jahre vor Christus. Eins der bekanntesten Bauwerke ist die Naveta des Tudons, das Schiffchen der Ringeltauben. Die spannendsten Spuren führen in die talaiotische Zeit, 1000 Jahre vor Christus. Die Archäologinnen und Archäologen haben ganze Ortschaften ausgegraben und mit jedem Fund kommen neue Fragen. Christina Bravo arbeitet hier schon seit Jahren. Im Sommer fangen sie um 5 Uhr morgens an, wegen der Hitze. Wir sind hier an einer der größten Fundstätten Menorcas aus der Vorgeschichte der Insel. Das ist das beste Beispiel für eine talaiotische Siedlung. Talaiotisch nennen wir die Menschen, die hier in prähistorischer Zeit gelebt haben, also in der Bronze- und Eisenzeit. Einige Gebäude stammen aus der Zeit vor 3000 Jahren, doch die Häuser, die wir hier sehen, sind 2500 Jahre alt. Sie waren also mindestens von 500 vor Christus bis zur Römerzeit bewohnt, als die Römer kamen und die Insel eroberten. Es gibt aber auch andere Gebäude, nicht nur Wohnhäuser. Eines der beeindruckendsten davon ist der Turm, den wir Talaiot nennen. Ein Talaiot ist ein Turm, in manchen Fällen bis zu 10 Meter hoch.
Diese Türme dienten dazu, das Gebiet zu überwachen, die Felder in der Umgebung zu kontrollieren und die Kommunikation mit anderen Siedlungen zu regeln. Von der Spitze aus konnten sie in manchen Fällen sogar das Meer sehen, so wie auch hier. Soweit. Ich glaube, in der Frühgeschichte der Insel, insbesondere ab 500 vor Christus, war die Insel ziemlich dicht besiedelt. Es lebten viele Menschen hier, nicht nur in dieser Siedlung, sondern auch an anderen Orten. Aber sie waren keine Küstenbewohner. Wir gehen davon aus, dass es keine Fischer gab, weil wir noch nie Überreste von Fischgräten gefunden haben. Sie aßen also keinen Fisch, obwohl sie auf einer Insel lebten. Verrückt. Dabei gibt es so viel davon. Genau. Im Meer gab es genug Nahrung, aber sie haben die Fische nicht angerührt. Vielleicht aus Aberglauben oder weil irgendwas passiert ist. Die Knochen, die wir finden, sind alle von Säugetieren, vom Vieh, das sie gehalten haben. Es gibt noch andere berühmte Bauwerke aus der talaiotischen Zeit. Lange Zeit konnte man sich keinen Reim darauf machen, wozu diese Skulpturen in Form eines Ts gebaut worden waren. Inzwischen geht man davon aus, dass das Kultstätten waren, an denen die Menschen ihren Göttern Opfer brachten. André, wo bist du? Hey, was soll ich machen? Aufklappen und dann da rein. Okay. Der Name Balearen stammt von den Phöniziern und bedeutet die Inseln der Steinewerfer. Die Römer, Karthager, Griechen und Punier kamen vor 2500 Jahren hierher, um sich diese Krieger zu holen, aus den talaiotischen Siedlungen. Du hast sie bestimmt schon gesehen. Und da lebten diese Steinschleuderer. Das ist die balearische Schleuder. Sie besteht aus 3 Teilen. Dem Ring, den man so über den Finger legt. Das hier ist der mittlere Teil, in den man den Stein legt. Und das Endstück, das man festhält. Wenn man werfen will, dreht man sie über dem Kopf, lässt sie los und lässt danach auch das Endstück los. Ist das gefährlich? Für uns nicht. Für dich vielleicht. Luis macht's mal vor. Und ich mach's erstmal ohne Stein. 2, 3. Oh, sorry. Oh! Hey, you hit it. Gut, es hat geknallt. Du fängst mit einem Tennisball an. Zuerst wie beim Bowling schwingen, okay? Nach oben schwingen, loslassen. Ah, verstanden. Los, 1, 2, 3. Du drehst noch zu schnell. 2, 3. Alle zusammen. Ah, besser. Glaubst du, ich könnte es jetzt mal mit Steinen probieren? Probieren wir es. Die Römer haben die extra für die Steinschleuderer gemacht. Die wiegen nur 30 oder 40 Gramm. Warum haben die Römer die hergestellt? Weil sie viel schneller fliegt als ein Stein, okay? Und weil sie viel leichter sind als Steine. Du warst auf dem Schlachtfeld nicht mit schweren Steinen in der Tasche unterwegs. Und ein Stein fliegt 240 Kilometer pro Stunde. Bleikugeln 355 Kilometer pro Stunde. Das ist in Dänemark mal getestet worden. Die Bleikugeln sind 14 Zentimeter tief in Sicherheitsplatten eingedrungen. Vertraust du mir? Nein, du machst das so und ich gehe schnell weg. Watch out. Ich mach's nicht. Das ist mir zu gefährlich. Oder soll ich machen? Bereit? Mach den Arm lang. Higher. Ja! Juhu! 1, 2, 3, 4. 4.
Oh! Wir haben alle 3 getroffen. Wow. Let's go have a look. Das gucken wir uns an. Die armen Holzkopfrömer haben schon einiges abbekommen und eine der Beulen ist jetzt auch von mir. An der Südostspitze von Menorca steht auf einer kleinen Insel der Far de la Rey, Nummer 4 auf meiner Liste. Viel weiter östlich geht's nicht in Spanien. Hier geht die Sonne auf. Morgen früh. Aber wir wollen jetzt noch in die Cova d'en Chorroy. Die Cova gibt schon seit 1965 und sie ist seitdem der Party-Hotspot auf der Insel. Im Sommer ist sie von mittags bis nachts geöffnet. Nachmittags und zum Sonnenuntergang wird auf den Terrassen gechillt und die Musik ist relaxed. Am Abend wechselt dann das Publikum. Man folgt den langen Gängen weiter rein ins Höhlenlabyrinth. Dass hier früher mal Piraten gehaust haben, kann ich mir ganz gut vorstellen. Hier geht's so ab 10 Uhr abends richtig los. Auch mal bis 5 Uhr morgens. Heute kann es nur bergab gehen, denn wir fangen ganz oben an. Ich will paragliden vom Monte Toro, dem höchsten Berg der Insel. In Es Mercadal, direkt nebenan, erkunden wir das Geheimnis der hölzernen Tore, die überall auf Menorca stehen. Und dann geht's endlich aufs Pferd, denn für die Pferde war der Patrouillenweg Camí de Cabals ja ursprünglich auch gemacht. Wir reiten zu einer der schönsten Buchten überhaupt. Schön, dich zu sehen. Ich lege mein Leben in deine Hände. Absolut. Komm mit. Come with me. Okay. Fly me to the moon. Okay, here's correct. So richtig? Yes. How often you jump? Wie oft bist du in deinem Leben schon gesprungen? In meinem ganzen Leben, ich habe so 12.000 Sprünge. 12.000 Sprünge. Ich mache das seit 40 Jahren. 40 Jahre. Jetzt bin ich entspannt. Der Helm. Okay, oh, perfekt. Ja, perfekt. Danke. Gracias. Oh, Der ist bequem. and? Ich erkläre dir, wie es geht. Wenn ich dich rufe, kommst du vor mich. Und du schaust in diese Richtung. Immer. This direction. Immer in diese Richtung. Ich fasse dich hier an. Und dann komme ich an deine Seite. Wenn ich sage, wir gehen, dann gehen wir zusammen. One. Und du musst stark sein, denn der Wind wird an dir reißen. Okay. Und wenn ich sage, renn, dann rennen wir. Okay. Komm mit. Come with you. Ich komme mit. Okay. Really, really. We run. Ja, renn. Run through. No, stop. Doch nicht. No run. Wait. Only walk. Gehen.
Nur gehen. Du musst das machen, was ich sage, nicht das, was du denkst. Wenn ich sage, wir gehen, dann gehen wir. Okay, wir gehen. Jetzt rennen. Jetzt. Run, run, run! Really? Laufen! Let me sing among those stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Okay, I stand up right now. Okay. I stand up. Wir müssen rennen, oder? Okay, you say run. Wenn du rennen sagst, dann renne ich. More. Noch mehr? Okay, run, run, run. More, run. Noch mehr. Okay, and fall down. Perfekt. Oh, Sean, vielen, vielen Dank. Es Mercadal liegt ziemlich genau in der Mitte Menorcas. Tourismus spielt hier bis heute nicht die ganz große Rolle. Ein kleines, unentdecktes Örtchen. Historisches Es Mercadal, die Stadt der Kunsthandwerker. Miguel Gomila würde sich selbst nicht als Kunsthandwerker bezeichnen, sondern als Schreiner. Aber er schreinert etwas sehr Menorca-typisches, die hölzernen Tore, die überall auf der Insel stehen. In dieser Werkstatt hier, seit 50 Jahren. Es ist eine Arbeit, die ich ja nicht von klein auf gelernt habe. Aber ich habe mich voll und ganz in das Familienunternehmen gestürzt. 4 Generationen machen das schon so. Und ich mache immer noch mit derselben Begeisterung weiter, obwohl ich kurz vor der Pensionierung stehe. Die Tore und Menorca gehören zusammen. Und wenn Miguel ein neues Tor anfertigt, dann spielt die Vergangenheit immer mit. Er verwendet nämlich auch altes Holz neu, und zwar Poc à Poc, in aller Ruhe. Es gibt nur noch sehr wenige auf Menorca, die das machen. Aber ich erkenne die Tore meines Vaters und meine eigenen sofort. Schon von weitem an ihrer Form. Denn jeder Handwerksmeister hat seine eigene Art, sie herzustellen, zu vollenden und anzubringen. Das sieht man sofort. Ich finde sie einfach schön. Und am allerbesten gefällt es mir, wenn meine Kunden mir Fotos von meinen Toren schicken, außerhalb von Menorca. Zum Beispiel aus der Schweiz. Da steht ein Tor von mir und ist komplett weiß verschneit. Das hat mich ehrlich mit Stolz erfüllt. Miguel weiß noch nicht, ob und wie der Betrieb weitergeht, wenn er sein letztes Tor geschreinert hat. Die Kinder haben andere Berufe. Ich werde auf jeden Fall ganz genau hinschauen, wenn ich wieder eins seiner Tore sehe. Von Es Mercadal geht's nach Süden. Menorca ist auch die Insel der Pferde und da muss ich ja wohl mindestens einmal geritten sein.
Sarah? Sarah, schön dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Du bist meine Reitlehrerin heute, Genau das bin ich. damit ich auch nicht vom Pferd falle. So, hier ist Schau Schau. Hallo. Sprich sie ruhig an. Ciao, ciao. Oh, Die ist ja süß. Ein typisch menorquinisches Pferd. Und sie sind immer schwarz. Die sind immer schwarz. Ja. Die Fohlen sind übrigens oft braun. Menorquiner gelten grundsätzlich als freundlich und intelligent. Das ist viel wert, wenn ich sie reite. It's big and heavy. Ja. Perfekt. Und jetzt darauf. It's good. Los geht's. Let's go. Das gehört hier alles zu Es Calafat. So heißt die Ranch. 90 Hektar Weideland, auf denen die Pferde frei grasen können. Die können hier frei rumrennen? Ja, die können machen, was sie wollen. 90 Hektar Auslauf für Pferde und kein Hotel in Sichtweite. Diese Idylle hat eine skurrile Historie. Vor 50 Jahren wollte der spanische Diktator Franco die Menorquiner eigentlich bestrafen, indem er den Tourismus von der Insel fernhielt. So wollte er die wirtschaftliche Entwicklung der Insel stoppen, weil die Menorquiner im Bürgerkrieg immer auf Seiten der Republik gegen Franco gekämpft hatten. Das ist eine alte Baraka, auf Menorquin Ponte Vents. Es handelt sich um eine Konstruktion, die früher dazu diente, kleine Nutztiere wie Schafe oder Schweine unterzubringen. Sie ist 200 Jahre alt und besteht ausschließlich aus aufeinandergeschichteten Steinen. Kein Zement, nichts. Was für eine Konstruktion, beeindruckend. Ja, feines Mädchen. Lass die Zügel ruhig ein bisschen lockerer, damit sie runtergucken kann. Wir sagen hier immer Poc a Poc, das heißt Schritt für Schritt, schön langsam. Das gilt für alle, Menschen, Tiere, alle immer Schritt für Schritt. Poc a Poc. Willkommen an der Calamitiana. Ja. Ist das ein Bild für die Götter? Oh. Oh. Ein neuer Morgen, ein ziemlich windiger neuer Morgen und das ist ein kleines Problem. Ich wollte nämlich eigentlich mit einem Schiff raus, um den Leuchtturm von Mahon zu sehen, meine Nummer 5. Bei dem Wind bin ich mir aber nicht sicher, ob das klappt. Aber in der Bucht der menorquinischen Hauptstadt können wir auf jeden Fall fahren. Bis zur Lazarettinsel kommen wir. Das ist eine alte Quarantänestation und dann erkunden wir das größte Naturschutzgebiet auf Menorca, die Albufera des Grau. Und da steht ein ganz besonderer Leuchtturm am Cap de Faverich. 35, 34, 33, 32. Raoul,
Guten Morgen. Was ein großes Boot. Aber brauchen wir das, weil es so windig ist? Ja, mach dir keine Sorgen. Keine Sorgen. Okay. Boah, das ist ja riesig und bestimmt teuer, oder? Teuer, sehr teuer. Die hat mal 50 Millionen gekostet. 50. Das gehört alles noch zum Hafen. Ja, der ist ja lang. Er geht noch 2 Seemeilen weiter, also noch fast 4 Kilometer. Und das ist die Lazarettinsel. Lazarett. Lazarett Island, yes. Ah. Wer auf die Lazarettinsel möchte, braucht ein Boot und einen Führer. Ein wie Jordi Sigikalis von der Tourismusstiftung. Denn die Insel lebt in einer Art Zwischenwelt. Es gibt noch keine touristische Infrastruktur, aber Touren mit Guides. Auf anderen Inseln wäre ja wahrscheinlich längst ein Luxushotel gebaut worden. Aber auf Menorca ticken die Uhren eben ein bisschen anders. Die ganze Insel ist ein UNESCO-Biosphärenreservat. Und auch beim Umgang mit historischen Anlagen ist es wie beim Reiten. Pock a pock, Schritt für Schritt. Immer schön langsam. Die Anlage sieht ja wie eine Festung aus. Aber es ging nicht darum, zu verhindern, dass hier jemand reinkommt. Die Lazarettinsel wurde gebaut, um zu verhindern, dass hier jemand rauskommt. Man hatte Angst vor den Epidemien, die damals aus Nordafrika kamen. Fast alle Schiffe, die Menorca anlaufen wollten, mussten hier für die Seuchenkontrolle anlegen und die Crew sich untersuchen lassen. Und je nach Ergebnis der Untersuchung, ob sie kürzlich eine Infektion durchgemacht hatten, ob sie gesund waren oder eine hohe Ansteckungsgefahr bestand, wurde entschieden, wo genau sie ihre Quarantäne verbringen mussten. Und ob sie 10, 20, 30 oder 40 Tage in Quarantäne bleiben mussten. Passarien la seva quarantena de 10, 20, 30 o fins a 40 dies. Über diese Kapelle gibt's verschiedene Legenden. Angeblich hat der Priester von hier aus den eingesperrten Seeleuten mit einer langen Stange die Hostien in ihre Zelle gereicht, damit sie auch in Quarantäne die heilige Kommunion feiern konnten. (1913) wurde die Quarantänestation schließlich geschlossen. Im 20. Jahrhundert hatten unterschiedliche Behörden ihren Sitz auf der Insel. Und zurzeit laufen Diskussionen darüber, wie man die Insel für Menorquiner und Touristen vorsichtig weiter öffnen könnte. Ja, jetzt spüre ich den Wind. Die Wellen kommen. Ich spüre den Wind auch. Da hinten endet der Hafen. Und wo ist der Leuchtturm? Da, wo die anderen Lichtmasten sind. Ja, das kann ich jetzt nicht erkennen, aber näher kommen wir nicht ran. Die Wellen. Also Leuchtturm 5, fast gesehen. Du spürst den Wind, oder? Ja, allerdings. Wir wenden und fahren zurück. Der Bordbildschirm zeigt uns die riesige Bucht von Maon. Neben der Lazarettinsel gibt es noch eine weitere, besonders interessante Insel in der Bucht. Die Ilha del Rey, also die Königsinsel. Hier werde ich Raul und sein Riesenpott verlassen.
Okay, adios. Vielen Dank Muchas gracias. und gute Fahrt. Gracias. Adios. Hauser und Wirth, das sind weltberühmte Schweizer Galeristen, die Menorca lieben und auf der Ilha del Rey etwas Einzigartiges geschaffen haben. Ein Raum für Kunst und Natur. Es gibt immer Neues zu entdecken, je nach Jahreszeit und Ausstellung. Hauser und Wirth ist eine Galerie, die einige der bedeutendsten zeitgenössischen Künstler vertritt. Wir vertreten rund 100 Künstler weltweit und laden jedes Jahr einen anderen Künstler ein, seine Werke hier auf Menorca auszustellen. Unser Ziel ist es, zeitgenössische Kunst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, allen, die kommen möchten. Das Einzige, was man bezahlen muss, ist das Fährticket, das 10 € für Erwachsene und 5 € für Kinder kostet. Und alles andere ist kostenlos. Der Gartenkünstler Piet Odolf hat hier einen mediterranen Gartentraum verwirklicht. Zusätzlich werden Workshops veranstaltet, Jugendprogramme und es gibt ein Gartenrestaurant. Tipp: früh kommen, hier kann es auch mittags schon voll werden. Die Königsinsel ist auf besondere Weise mit der Hauptstadt Mahon verbunden. Der gelbe Kunstkatamaran fährt jede halbe Stunde. Hola. Hallo, guten Tag. Sie sind mein Taxi. Guten Morgen. Heute liegen hauptsächlich Yachten im Hafen von Mahon. Aber früher war der Hafen vor allem aus militärischen Gründen interessant. Als die Briten 1722 die Herrschaft über Menorca übernahmen, ernannten sie Mahon nur wegen des Hafens zur Hauptstadt. Hier konnte die gesamte britische Mittelmeerflotte anlegen. Ein unschlagbarer Vorteil. Vom Hafen ist es nur ein Katzensprung bis in die historische Oberstadt. In Mahon leben rund 30.000 Menschen, wie auch in Ciutadella. Doch der erste Eindruck bestätigt die Unterschiede. Wenig Mittelalter, dafür gibt's spanischen Jugendstil. Man findet auch jede Menge britisch geprägte Fassaden und Plätze. Nach den Briten herrschten übrigens die Franzosen in Menorca, doch deren Spuren sind im Stadtbild nicht so sichtbar. 1802 durften die Menorquinerinnen und Menorquiner dann wieder nach Spanien zurück. Und daran
wird sich auch nichts mehr ändern. Direkt neben der Kirche der Karmeliter hat sich aus dem ehemaligen Kreuzgang eine kleine Markthalle entwickelt. Hier gibt's bestimmt auch den Mahon-Käse, den bekanntesten Käse der Insel. Welcher ist euer Spezialkäse? Sehr würzig, sehr cremig, fast ein bisschen so eine Konsistenz wie Butter, so kann man sich vorstellen. Okay, I take this one. Den nehme ich. Wer auf der Suche nach Kleidung und Schuhen ist, wird in einem anderen Gang fündig. Erinnern Sie sich noch an die Kathedrale von Ciutadella? Mahon hat natürlich auch eine. Und sie heißt auch Santa Maria, wie die Schwester in Ciutadella. Sie hat auch ein Fundament aus dem 14. Jahrhundert, ist aber danach mehrfach zerstört worden. Nach einem Blitzeinschlag haben schließlich die Engländer die Kirche während ihrer Herrschaft wieder aufgebaut. Man kann hier Spuren aus allen möglichen Baustilen finden. Aber sie hat immerhin ein Alleinstellungsmerkmal: die riesige Orgel aus Schweizer Herstellung. Anscheinend lauter als die in Ciutadella, jedenfalls wenn man die Kirchgänger aus Mahon fragt. Hoch oben auf dem Carrer de Deia wartet der Stolz der Stadt, das Teatro Principal de Mahon. Es gilt als das älteste Opernhaus Spaniens. Ein musikalischer Schwerpunkt des Hauses, die Zarzuela, eine Form des spanischen Musiktheaters. Wie viele Menschen passen hier rein? Heute finden genau 793 Zuschauer hier Platz. Und es ist das älteste aktive Opernhaus in Spanien. Der italienische Architekt Giovanni Palagi hat es 1829 mit Hilfe der Bürger Menorcas gebaut. In 6 Monaten. In 6 Monaten? In nur 6 Monaten. Hat er das gebaut? In Köln, in Deutschland, brauchen wir mehr als 10 Jahre. Gin, wohin man guckt. Und das auf Menorca. Ja, das ist die beste Gin im Welt.
Na, das sagst du. Ja, nee, es ist auch vielleicht die älteste Gin in der Welt. So, Sie müssen das probieren. Kommen Sie mit. Alfons ist ja nicht wirklich bescheiden, wenn es um seinen Gin geht. Mal schauen. Au. Was ein schöner Arbeitsplatz. Ja, das ist die beste Ausstellung. Nice place to work. Ja, ja. Das ist der zweitgrößte Naturhafen der Welt. Und früher, so vor 300 Jahren, wollten alle europäischen Militärs diesen Hafen besitzen. Deswegen waren hier sehr viele Seeleute. Die tranken alle Gin, also begannen wir Gin zu produzieren. Wir benutzen nur und den Alkohol gewinnen wir aus Wein. Und wir destillieren ihn nur einmal. Es ist ein sehr klarer, einfacher Gin. Wollen Sie das probieren? Ja. Das sind die Besten. Das ist das Original. Gut, das ist Gin. Wacholder Beeren. Das ist Gin. Ich trinke ihn lieber. Okay, macht nichts. Danke. Danke. Hier riecht es auch gleich wieder anders. Ja, das ist Gin. Das sind unsere Steel Coopers. Ja. Die älteste ist dieses weiter. Ja. Das ist 280 Jahre alt. Sehr heiß, man merkt es, wie warm es ist. Ja, es ist Feuer. Sie können das probieren. Das ist Gin. Das ist der Gin, das ist der pure Gin. Ja, pure Gin. Das ist echt gut. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr lecker. Okay, kommen Sie mit. Ah, das sieht gut aus. Das ist Pomada. Pomada. Oh, da kann noch ein bisschen mehr, oder? Ja, Dann viel mehr. so, noch ein bisschen mehr, ne? Gut, okay, Gin mit Zitrone. Pomada. Dieses typische für uns. Okay, Salut. Salut. Und dann alles, ne? Ja. Doch. Ja. Das ist gefährlich. Je. Da schmeckt man den Alkohol nicht so. Der Familienbetrieb stellt den Gin jetzt schon in der 4. Generation im Hafen von Mauern her. Und Choriguer ist der Name der familieneigenen Mühle. Und die kleine Destillerie hat inzwischen auch außerhalb von Menorca ihre Fans. Exportiert wird in die ganze Welt. Und jetzt ab in die Natur, ins größte Naturschutzgebiet der Insel, in den Parc Natural Albufera des Grau. Albufera heißt Lagune und diese Lagune ist das ökologische Herzstück der ganzen Insel. In den 70er Jahren gab es mal Pläne, hier Hotel- und Apartmentanlagen zu bauen. Doch die Menorquinerinnen und Menorquiner hatten auch damals schon ein großes Herz für den Naturschutz und verhinderten das Projekt. Die Kühe dürfen bis heute ungestört weiden. Hier wird niemand mehr bauen. Der alte Patrouillenweg Camí de Cavals führt auch durch den Naturpark und schließlich zu einem der schönsten Leuchttürme auf der Insel, am Cap de Faveriche. Mein 6. Leuchtturm. Unser letzter Tag auf Menorca.
Wir dürfen bei einem legendären Pferdefest im Städtchen Fornells dabei sein. Wir gehen auf Langustenfang und hoffentlich schaffe ich es am Ende noch ein Foto vom nördlichsten Leuchtturm der Insel zu machen. Der Phare de Cavalleria steht auf einer 100 Meter hohen Klippe. Se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor, llevo el sur, como un destino del corazón, soy del sur, como los aires. Die Vorbereitungen fürs große Fest laufen auf Hochtouren. Das wird hier was. Heute und morgen finden die Patronatsfeste von Fornells statt. Hier werden überall feiernde Menschen und Reiter mit ihren Pferden unterwegs sein. Ganz besonders hier auf diesem Platz. Und wer reitet die Pferde? Die Einwohner von Fornells, also aus dem Dorf, aus den umliegenden Ortschaften der Gemeinde und dazu noch einige Gäste, historische Gäste. Letztes Jahr durfte ich auch mein Debüt als Reiter geben. Und ist es gefährlich? Ein bisschen, ja. Es gibt aber einige Empfehlungen für Besucher, damit sie sich im Trubel und auf allen Straßen vorsichtig verhalten, damit keine Unfälle passieren. Der Sand wird auf dem Boden verteilt, damit die Pferde besseren Halt haben. Tausende Menschen, Pferde und eine Kapelle. Ich bin gespannt. Das ist ja mal ein ziemlicher Klotz. Sieht aus wie einer dieser Türme bei Game of Thrones. Der Torre de Fornells wurde vor 200 Jahren von den Briten gebaut, um zu verhindern, dass feindliche Schiffe in die Bucht von Fornells einfallen konnten. Heute kommen Touristen, um den Turm zu besichtigen. Früher lebten hier Soldaten, es gab ein Munitionsdepot und eine eigene Wasserversorgung. Und auf dem Dach standen die Geschütze. Heute ist das die Aussichtsplattform. Nicht nur eine schöne Aussicht, sondern auch angenehm windig. Da möchte ich heute Abend noch hin, zu dem Leuchtturm. Aber erst, wenn er leuchtet. Fornells war für das Militär wegen seiner Bucht wichtig, aber Fornells war auch immer einer der wichtigsten Fischerhäfen der Insel. Oriol Riera will uns heute mitnehmen. Sein Ziel liegt weit draußen vor der Bucht, die Fanggründe für Langusten. Für die ist Fornells berühmt und auch Oriols Familie. Der Wellengang wird stärker.
Das ist im Sommer gar nicht ungewöhnlich. Manchmal kommen die Fischer mit ihren Booten wochenlang nicht raus aus der Bucht. Und draußen auf dem Meer sind die Wellen noch höher. Oriol hat genug gesehen. Das wird heute nichts. Er muss beidrehen und zurückfahren. Noch in der Kühlbox 2 Langusten. Die beiden waren Oriols letzter Fang. So, das sind unsere Langusten. Hier aus Fornells auf Menorca. Ein Männchen und ein Weibchen. Das Weibchen hat hier kleine Scheren, mit denen es die Eier aufnimmt und hier verstaut. Und das Männchen hat die nicht. Die Langusten aus Fornells im Norden von Menorca sind besser als die aus dem Süden. Der Meeresboden ist dort zu felsig. Das typische Gericht auf Menorca ist die Caldereta de la Langosta. Ein Langusteneintopf, sehr lecker. Die Saison dauert von April bis Ende August, also 5 Monate. Es geht zurück zum Hafen. Es gibt heute viel weniger Fischer in Fornells als früher. Aber der Langustenfang hat sich als Einnahmequelle für Oriol bewährt. Und dank der strengen Schutzbestimmungen ist die Population der Tiere halbwegs stabil. Vom Hafen zum Restaurant ist es nicht weit. Oriol hat wie auch die anderen Fischer feste Kunden. Aber zuerst geht's einmal zum Wiegeraum der Fischer. Denn die Restaurants bezahlen nach Kilo. $5,8 Kilo. Hola Oriol, wie geht's? Gut. Schön. Da kommen Sie rein. Danke, Oriol. Das Cantanu ist eins der traditionsreichen Fischrestaurants in Fornells. Und die Chefin steht in der Küche. Ich bereite gerade die Sofrito zu. Die Basis für alle Gerichte, die wir in diesem Restaurant zubereiten. Zuerst schneide ich die Zwiebel klein. Dann kommen die Paprika dazu. Und dann die Tomaten. Und das Ganze muss lange und bei geringer Hitze angebraten werden, damit es gut durchgart. Früher waren Langusten ein Arme-Leute-Essen auf den Balearen. Aber das ist lange her. Heute kommen Touristen extra nach Fornells, um Veronicas Caldereta zu essen. Die Caldereta wiederum war immer eine Art Langusten-Resteverwertung. Heute gilt sie als die Spezialität schlechthin. Wow, die ist groß. Sehr groß. Wow. Du weißt schon, wie alt ich bin. Ich bin doch kein Kind. Welches Stück ist am besten? Hier, der Schwanz. La cola. Muchas gracias. Das Brot.
Zum Eintunken. Okay. Guten Appetit. Schmeckt's? Ich esse ja noch gar nicht die Languste. Alles drumherum ist schon so lecker. Ist so ein bisschen wie so ein Fischsud. Wow, sehr lecker. Und jetzt zur Languste. Einmal mit der Gabel ziehen. Ah. Das ist easy. Oh, das ist einfach. That's easy. Okay. Oh. So schmeckt Menorca. Es ist alles da. Wie oft isst du das? Sehr selten. Es ist ja fürs Restaurant, für die Gäste. Dann ist das ja ein besonderer Moment für uns beide. Salut. Salut. Es scheint loszugehen. Die Fiesta de San Juan, das große Pferdefest in Fornells. Mit dem Eselreiter beginnt der erste Teil, die Prozession durch den ganzen Ort. Er holt alle anderen Reiter ab. Auch das ist Teil des Rituals. Die Pferde steigen. Das zeigt ihren Mut und ihre Klasse und das wird später wohl noch wichtiger. In den Anfängen des Festes waren ausschließlich Landarbeiter auf ihren Pferden zur Kapelle ihres Schutzpatrons San Juan geritten. Später schlossen sich Bauern, Vertreter des Adels, der Kirche und des Handwerks an. Also die ganze Gesellschaft hoch zu Ross. Inzwischen gibt es die San Juan-Feste in fast allen größeren Orten Menorcas. Jedes Wochenende im Sommer woanders. Aber das Fest in Fornells ist etwas ganz Besonderes. Der Höhepunkt findet nämlich später direkt am Meer statt. Früher durften ausschließlich Männer mitreiten, doch das ist lange her. Die Straßen werden immer voller. Heute ist gefühlt die ganze Insel zu Gast in Fornells. Die Kinder freuen sich schon aufs Jaleo, also aufs Steigen der Pferde, auf den Höhepunkt. Doch das wird erst zum Sonnenuntergang losgehen. Pardon? Oh, pardon? Erst gehen noch alle in die Kirche und dann wird nachher ordentlich gefeiert. Die Reiter betreten die Kirche erst zum Schluss, wenn alle anderen da sind. Das Fest des San Juan, also des heiligen Johannes, beginnt zum Johannistag am 24. Juni. Denn zu dieser Zeit ist die Ernte auf Menorca vorbei. Im heißen Sommer wächst nichts mehr. Die Vegetationsperiode beginnt erst wieder im Oktober. Jetzt ist also die Zeit, sich für die Ernte zu bedanken, wie bei unserem Erntedankfest.
Man kann sich ja auf verschiedene Arten für eine gelungene Ernte bedanken und sich Glück für die Zukunft wünschen. Auf Menorca passiert das beim Jaleo. Mir wurde Folgendes gesagt: Wenn du für den Rest deines Lebens Glück haben möchtest, dann berühre ein steigendes Pferd an seiner Flanke oder am Bauch. So machen das alle hier und hab keine Angst, es passiert nichts. Die Reiter kommen immer zu zweit und sie bleiben auch immer nur kurz in diesem Durcheinander. Und dann kommen die Nächsten. Dabei bleiben die Pferde erstaunlich ruhig. Nur die Menschen, die werden immer euphorischer, wie im Rausch. Das Jaleo geht über Stunden bei immer der gleichen Musik. Und erstaunlicherweise gibt es kaum Unfälle. Auf mich wartet noch ein letztes Abenteuer. Der Leuchtturm von Cavalleria. Du bist Tudor? Genau, wie geht's? Wie geht's dir? Schön, dich kennenzulernen. I'm enter the boat. Ja gut, ich komme an Bord. Wie Rodeo-Reifen. Can you stop the engine? Kannst du den Motor einmal ausmachen? Can you stop Ja, it? ausmachen. Da ist er. Leuchtturm Nummer 7. The light is on. Das Licht ist an. Da war das Licht, aber leider nicht auf meinem Foto. Vielleicht muss ich einfach noch mal wiederkommen. Und wer noch nicht hier war, sollte auf jeden Fall mal Menorca besuchen. Es lohnt sich. Also, adios. Ich versuch's nochmal.